Hallo liebe FC Bayern München Fans, heute gibt's meine Champions League Prognose für das Heimspiel der Bayern gegen Union Saint-Gilloise am 7. Spieltag. Ja, schön euch wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. In diesem Video bekommst du alle wichtigen Infos rund um dieses wichtige Champions League Spiel vom FC Bayern. Natürlich auch die mögliche Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany und dazu mein Champions League Tipp für Bayern gegen Union Saint-Gilloise. Wie sieht deine Prognose für Bayern München aus? Ab damit in die Kommentare. Ja, bevor wir uns gleich natürlich ausführlicher über die mögliche Bayern-Aufstellung unterhalten, schauen wir uns noch kurz ein paar echt interessante Infos rund um diese Champions League Partie an. Hier sehen wir auch gerade die aktuelle Champions League Tabelle vor dem 7. Spieltag. Der FC Bayern steht mit 15 Punkten auf Rang 2, dazu auch mit einer super Tordifferenz von plus 11 Toren. Da zum Beispiel Atletico Madrid auf Platz 8 oder auch der FC Liverpool nur 12 Punkte bzw. auch eine viel schlechtere Tordifferenz haben. Und ja, da sich die Vereine in den Top 8 direkt fürs Champions League Achtelfinale qualifizieren, können die Bayern jetzt mit einem Heimsieg sich vorzeitig das Achtelfinale holen. Also Bayern, holt euch jetzt diese 3 wichtigen Punkte zu Hause in der Allianz Arena. Und auch interessant, hier spielt der deutsche Meister gegen den belgischen Meister, beziehungsweise auch der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer gegen den ersten der belgischen Liga. Gut, mit aktuell 2 Siegen, 4 Niederlagen und 6 Punkten steht Union Saint-Gilloise allerdings nur auf Platz 27 in der aktuellen Champions League-Tabelle. Sie haben 1 Punkt Rückstand zu Platz 24, was immerhin noch die Playoff-Spiele zum Achtelfinale bedeuten würde. Also daher wird der Spitzenreiter der belgischen Liga schon noch alles versuchen, um bei den Bayern jetzt wenigstens 1 Punkt mitnehmen zu können. Seien wir aber ehrlich, alles andere als ein Bayern-Sieg jetzt wäre schon ja eine kleine Sensation. Hier sehen wir auch gerade die Champions League Spiele beider Teams bis zum 7. Spieltag. Die Bayern sind aktuell zusammen mit Arsenal London wohl das beste Team in ganz Europa. Daher auch, wenn der FC Bayern jetzt die Belgier nicht unterschätzt, wird das Achtelfinale am Mittwoch perfekt gemacht werden. Ja, Union Saint-Gilloise, was zumindest die Auswärtsspiele angeht, schon ganz gefährlich. Immerhin konnte man beim PSV Eindhoven wie aber auch bei Galatasaray Istanbul gewinnen. Und in der heimischen Liga gab es in den letzten 3 Spielen 2 Siege und ein Unentschieden. Also ja, auch dieses Spiel jetzt müssen die Bayern-Spieler 110% konzentriert angehen. So, bevor wir gleich zur Kompanie-Aufstellung kommen, schauen wir uns kurz die erfolgreichsten Torschützen beider Teams an, und zwar in allen Wettbewerben. Und ja, hier sieht man sofort bei den Bayern, dass sie aktuell wohl die beste Offensive in ganz Europa haben. Harry Kane 32 Tore, Luis Diaz 14 Tore und natürlich Michael Olise 13 Tore, aber auch mit mega starken 20 Torvorlagen bis jetzt. Dazu natürlich auch noch Shootingstar Lennart Kahl bzw. Serge Gnabry mit jeweils 7 Toren. Seit Samstag auch endlich wieder dabei und gleich mit einer Torvorlage Jamal Musiala. Da kann man nur sagen, was für eine mega Bayern-Offensive. Aber okay, die Belgier können auch Tore schießen. Zum Beispiel in der Liga haben sie bis jetzt in 21 Spielen 37 Tore erzielt, aber nur 12 Gegentore kassiert. Gut, Stürmer David hat zwar insgesamt immerhin 14 Tore erzielt, allerdings nur 2 Tore in der aktuellen Champions League. Oder auch Stürmer Kevin Rodriguez, auch 10 Tore, aber seit 8 Ligaspielen ohne Tor. Also ja, Tore schießen können sie, klar, aber gegen die aktuell kompakte und starke Bayern-Abwehr wird es natürlich nicht einfacher. So, und jetzt ab zur möglichen FC Bayern-Aufstellung. Ja, und das wäre meine Bayern-Startelf jetzt zu Hause gegen Union Saint-Gilloise. Dazu mit ein paar Änderungen zur Bayern-Startelf zum 5:1 Sieg bei RB Leipzig. Klar im Tor Manuel Neuer,
in der Innenverteidigung natürlich mit Tah und Upamecano. Ja, und Tah war mit seinem Tor zum 3:1, aber auch mit der beste Bayern-Spieler jetzt in Leipzig. Immerhin sein drittes Tor für die Bayern in dieser Saison, dazu aber auch schon 3 Torvorlagen. Dafür könnte dann ein Ito oder auch Kim in der zweiten Hälfte kommen. Auf links hoffe ich, dass jetzt wieder Alphonso Davies in die Startelf zurückkommt. Klar, Ito kann Linksverteidiger spielen, ist aber halt, wie man es jetzt gegen Leipzig gesehen hat, jetzt nicht so seine optimale Position. Ein Tom Bischoff kann auch links spielen, aber dann eher doch, wenn Davies fit ist, Bischoff mehr ins zentrale Mittelfeld. Und was ist das dann für eine linke Seite? Alphonso Davies mit Luis Diaz zusammen. Also besser geht's fast kaum im Weltfußball. Dazu auf der Rechtsverteidigerposition für die verletzten Laimer, Stanisic und Boe Rafael Guerreiro. Guerreiro hat diese Position in der letzten Saison immerhin schon 10-mal gespielt. Also das hier wäre schon mal meine Bayern-Abwehr für Mittwoch. Und auf der zentralen Position, Mittelfeldposition bzw. Sechserposition, Pavlovic natürlich, wie aber auch wieder und zum Glück muss man ehrlich sagen, Joshua Kimmich. Man hat schon den Unterschied gesehen, ob nun ein Leon Goretzka spielt oder dann doch eher ein Kimmich die Fäden zieht. Der will ich auch wenn, je nach Spielverlauf, ein Tom Bischoff den Vorrang gegenüber Goretzka im Mittelfeld geben. Kommen wir zur Offensive der Bayern. Und da jetzt Jamal Musiala endlich wieder zurück ist, hat natürlich Bayern-Trainer Kompany noch ein paar Möglichkeiten mehr, gerade in der Offensive. Gut, auf links außen wird natürlich Luis Diaz spielen. Auch gegen Leipzig jetzt war Diaz wieder einer der besten Bayern-Spieler. Und da er jetzt die letzten 2 Champions-Siege wegen seiner roten Karte gesperrt war, will Diaz bestimmt zeigen, was er kann. Immerhin hat er auch schon 3 Tore in 4 Champions-League-Spiele für die Bayern erzielt. Auf rechts außen gibt es für mich aktuell keinen besseren in der Welt, natürlich Michael Olise. Als er gegen Leipzig eingewechselt wurde, hat man das sofort in der Bayern-Offensive gemerkt. Und ja, wieder mit einem Tor, aber auch 3 Torvorlagen beim 5:1 Sieg gegen Leipzig. Das heißt auch, Olise hat in den letzten 4 Bundesligaspielen 4 Tore erzielt, wie aber auch 6 starke Torvorlagen. Also ja, Olise ist aktuell wirklich on fire. Und auf der 10er-Position? Gut, natürlich hat ein Serge Gnabry in den letzten 2 Bundesligaspielen jeweils ein Tor erzielt. Allerdings für mich persönlich im Spiel selber kommt zu wenig von ihm. Da finde ich einen Lennart Karl viel aktiver, was das komplette Spielgeschehen angeht, auch wenn Karl mal kein Tor schießt. Ein Startelf-Einsatz für Jamal Musiala, denke ich mal, kommt natürlich noch zu früh. Aber man hat gesehen, wie Musiala sich gefreut hat, beziehungsweise das ganze Team bei seiner Einwechslung. Und auch der Riesenjubel bei seiner Vorlage zum 5:1 von Olise. Und da war Musiala gerade mal 1 Minute auf dem Platz. Also schon was für ein Einstand von Jamal Musiala. Ich denke mal, Musiala und Gnabry werden dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Denn solange Musiala noch nicht in der Startelf ist für mich ein Lennart Karl gesetzt. Ja, mit dieser Bayern-Mannschaft werden wir noch, denke ich mal, viel Spaß in der Zukunft haben. Und auch für mich gehört Bayern München natürlich mit zu den Favoriten auf den Sieg der Champions League. Gut, und im Sturm, da gibt es nur einen, Harry Kane. Kane war zusammen mit Manuel Neuer, Tah, wie aber auch natürlich Michael Olise, der beste Spieler gegen Leipzig. Seine Tore, sein Auge für seine Mitspieler, einfach super stark. Da Kane allerdings in den letzten 3 Champions League Spielen kein Tor erzielen konnte, wird er alles dafür geben, um jetzt mindestens seinen 6. Treffer zu bekommen. Ich tippe mal, dass Harry Kane jetzt am Mittwoch 2 Tore treffen wird. Ja, das wäre so jetzt meine FC Bayern Startelf für das Champions League Spiel am Mittwoch in der Allianz Arena. Also mit dieser Elf
sollten wir mal keine Angst jetzt haben gegen Union Saint-Gilloise. Aber klar ist auch, die Bayern-Spieler dürfen jetzt den Gegner nicht unterschätzen. Man muss genauso konzentriert und fokussiert bleiben wie bis jetzt in der ganzen Saison. Wenn Bayern wie gewohnt ihr eigenes Spiel durchzieht, den Gegner früh unter Druck setzt, seine Offensivstärken ausspielt, ja dann erwartet uns ein schöner Fußballabend am Mittwoch in der Allianz Arena. Ja, mein Champions League-Tipp für den FC Bayern München gegen Union Saint-Gilloise ist ein klarer 5:1 Sieg der Bayern. Ja, liebe FC Bayern-Freunde, was tippt ihr für dieses Champions League-Spiel? Ab damit in die Kommentare. Ich danke dir für einen Daumen hoch und für ein Abo für Werners Fußballecke, damit du auch kein Bayern-Video mehr von mir verpasst. Also dann, Daumen drücken am Mittwoch, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.